Wir entlasten jetzt gleich nochmal den Stoßdämpfer mit dem Hebeleisen und dann ziehen wir leicht an und dann rutschen diese Führungsnasen hier rein. Wir müssen jetzt die Steckachse hier rausnehmen. Ja, und da merkt man schon, das hat schöne Rastpunkte, das Lager. Machen wir auch neu. Ob hier Spiel in der Gabel vorhanden ist oder ob die Lager noch okay sind oder ausgeschlagen. Aber das scheint spielfrei zu sein. Obwohl einige Sachen da jetzt nicht so schön aussehen. Siehst du das hier? Er hat überall über den Dreck rüber lackiert. Das muss jetzt einfach von hier in die andere Richtung durchgehauen werden. Und hier muss man darauf aufpassen, hier ist eine Distanzscheibe. Es ist ja immer besser, wenn man für solche Arbeiten die Gabel in der Hand hat, weil so jeder Schlag auch auf die Lenkauflage kommt. Aber im Normalfall überleben die das. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn Ralf dagegen hält und ich jetzt hier haue. Da ist er. Jetzt sieht man, die Distanzscheibe muss sich da noch verstecken. Das passiert meistens, weil die im Fett hängen bleibt, gerade bei altem Fett. Das ist die Distanzscheibe auf der äußeren Seite. Ja, da merkt man richtig, wie so Rastpunkte hat das Lager. Es läuft nicht rund. Alt, neu. Bisschen sauber machen. Muss man nachher noch zwei Lager geben, die da rein gehören, in die Steckachse. Und Kupferpaste. Olli, das ist unser Fachverkäufer im Shop. Und der hat, glaube ich, jedes Teil, das in irgendwelchen Vespers auf der Welt verbaut wurde, schon in der Hand gehabt, identifiziert und kann wahrscheinlich auch die Artikelnummer auswendig aufsagen, oder? Nicht ganz. Nicht ganz. Aber bald. Was war das noch für Außen? Die waren ja nicht gekapselt. Das ist ja noch offen. Und damit das Fett nicht abhauen kann, weil es ja hier drauf sitzt, war dieser Filzring. Da ist praktisch kein Staub und kein Dreck reinkommt in das Lager. Die jetzt gekapselten Lager sind unempfindlicher. Sieht man es eigentlich ganz schön, gell? Nicht gekapselt, alter Style aus den 50er Jahren. Mit Kunststoff gekapselt, nicht so anfällig für Dreck. Da ist ein wunderschöner Mut drin und den kann man eigentlich, wenn man ein bisschen Fett nimmt, dann bleibt er auch schön drin kleben. An dem Bereich hier auf gar keinen Fall mit Fett arbeiten, weil wenn das heiß wird, landet es am Ende auf dem Bremsbelägen und das ist nicht so gut. Okay. Die Nocke ganz nach vorne. Dann hängt man quasi an der ersten Position das ein. So. Dann gehe ich hier drüber. Hört es am Klang, wenn es metallisch klingt. Punkt 1, großes Lager rein. Anschließend kommt die Achse rein. Wenn ich die Achse drin habe, kommt der Distanzring rein. Kommt dann im Abschluss das kleine Lager erstmal drüber. Jetzt hört man, wie der Filz streift. Diese kleine Erhöhung muss nach innen. So, und dann zieht man das richtig nicht zu fest an. Und die schauen wir dann anschließend hier einfach drauf. Somit kann die Achse nirgendwo mehr hin. Und das läuft hier. Damals gab es noch keine, als die Modelle 53, 54 auf den Markt kamen, gab es keine Tacho-Verordnung. Aber man hat die bereits schon vorbereitet, weil im Zubehörbereich gab es optional diesen Tacho dazu zu kaufen.
Lampe unten hat ja original kein Bremslicht. Aber es gibt einen Adapter. Also hier diesen Bremslichtschalter. Beim SIP-Kabelbaum sind die Kabel dafür schon vorkonfektioniert. Und den kann man hier wunderbar mit an die Traverse schrauben und mit dieser Kette am Bremshebel montieren. Und wenn man jetzt bremst, geht das Bremslicht an.